Hallo liebe Zuschauer, wir haben wieder Montag, so schnell geht die Woche vorbei. Wie ihr seht, wir haben wunderbares Wetter hier auf Koh Samui. Letzte Nacht hat es geregnet, ist super für die Natur, denn wir haben manchmal sehr hohe Temperaturen. Die im Norden, die lachen darüber, die haben viel höhere. Wir haben also bis zu 35 Grad hatten wir gestern. Und jetzt im Moment, wir haben 9 Uhr, haben wir 30 Grad. Ist also ein bisschen durchwachsen. Es sind aber nur kurze Regenschauer, die mal durchmarschieren. Ich will nicht sagen, es ist eine Abkühlung, dann steigt dann natürlich auch gleich die Luftfeuchtigkeit und Schwitzen ohne Ende ist dann angesagt. Ist jetzt hier auch. Ja, das hier zum Wetter. Heute habe ich mal einen Punkt, der mich privat betrifft. Ihr habt ja mitbekommen, dass ich also seit 9 Monaten oder schon länger jetzt ohne Frau bin, beziehungsweise feste Frau hier bei mir im Haus. Und ich hatte hier und da schon mal angekündigt, dass da jemand kommt. Sie ist gekommen und sie war eine Woche hier, aber von Anfang an. Ich habe sie kennengelernt im Internet. Ich bleibe dabei. Es sind zwar einige Fakes dabei, habe ich ja in dem Film, hier kann ich ja mal verlinken und auch zu meiner Dating-Liste. Ich habe also immer nur die Bildschirme mir angeguckt und dann schnell runtergescrollt und geguckt, wo sie wohnt. Und da war unten Koh Samui. Und ja, habe ich sie angeschrieben. Sie hat sich dann auch gemeldet. Wir fanden uns also so sympathisch. Und dann hat die aber mitbekommen, dass sie oben im Text, also eine Description, hat sie aber dann drin geschrieben, dass will ich jetzt also jetzt erstmal nicht sagen, wo sie herkommt. Also sie ist nicht hier von der Insel. Ich fand sie trotzdem weiterhin sympathisch. Ich habe sie vor knapp 2 Monaten im Internet kennengelernt. Wir haben rege miteinander geschrieben, wir haben auch miteinander Video gechattet. War alles wunderbar. Und ja, aber live ist natürlich schon was ganz anderes. Und dann kam sie eben halt, dass sie sagte, okay, ich buche jetzt ein Ticket. Und dann komme ich zu dir und wir werden uns näher kennenlernen. Hörte das? Das kann doch nicht wahr sein. Der bellte schon wieder. Ja, sie war hier gewesen, eine Woche. Hier muss ich erstmal unterbrechen. Jetzt habe ich ihn gerade reingebracht, die Türe zugemacht, hatte die Türe aufgemacht, jetzt steht er wieder da. Machen wir mal weiter. Ich muss mal hier mein Whiteboard nehmen, da sind nämlich so viele Punkte, die ich mir aufgeschrieben habe mit ihr. Ja, zu ihr selber. Sie ist 46 Jahre alt, 1,56 Meter groß und hat einen Sohn von 22 Jahren. Wie ich schon sagte, sie wohnt nicht hier, sie hat ein eigenes Haus, ein doppelstöckiges und ist Witwe. Ja, sie ist Witwe. Sie war über 10 Jahre verheiratet mit einem Professor in Maastricht in Holland. Und die haben auch die letzten Jahre hier in Thailand zusammen gelebt. Sie hat auch 2 Jahre in Amerika gelebt und kann fließend Englisch. Sie kennt also viele Wörter, die habe ich noch nie gehört. Ich kann mich also mit ihr sehr gut unterhalten. In meinem Englisch-Level, sage ich mal, wir können also in Ruhe uns austauschen diesbezüglich. Was mich sofort aufgefallen ist bei ihr, sie hat immer ein Lächeln auf den Lippen, sie lacht gerne, sie verbreitet gute Laune, sie hat direkt Kontakt zu Mitmenschen. Wenn ich irgendetwas brauche im Shoppingcenter, dann ist sie weg, dann kommt sie mit der ganzen Abteilung an. Sie kann so die Menschen einnehmen und bekommt auch immer das, was sie gerne haben möchte. Und das ist für mich ein sehr wichtiger Punkt. Ja, ich habe sie hier vom Flughafen abgeholt, standesgemäß natürlich mit Rosen. Gleich kommt eine neue Freundin aus Uankani. 1400 Kilometer hat sie jetzt hinter sich, um mich kennenzulernen. Und wir wollen die nächsten Tage miteinander verbringen, um uns besser kennenzulernen. Und vielleicht wird es meine neue Lebensgefährtin.
Habe mich auch dementsprechend darauf vorbereitet, habe schöne Blumen mit dabei, dass gar nichts schief geht. So, jetzt warten wir mal. So war richtig verblüfft. Sie meinte also, der Romantiker steht da. Ja, ich bin schon romantisch. Was ist da auch schlimm dran? Ich finde es schön, der Frau Rosen zu schenken, obwohl das hier in Thailand nicht üblich ist. Die Frauen haben eher lieber Geld, habe ich mal gehört, als dass sie Blumen haben möchten. Also ein bisschen anders als in Deutschland. Ja, die ersten Tage habe ich ihr mal Samui gezeigt, die Sehenswürdigkeiten, die wir hier haben. Da ist ein Freund von mir mit seiner Freundin auch mitgefahren und das war ein sehr schöner Tag. Und da konnte ich sie also näher kennenlernen, wie sie auch mit Thailänderinnen sich kommuniziert und so. Habe ihr viele Punkte gezeigt, natürlich das Haus, wo sie vielleicht in Zukunft leben wird. Und sie fand das alles klasse. Sie hat sich wunderbar mit dem Cem verstanden. Das waren nachher ganz dicke Freunde nach dieser Woche. Muss ich also sagen, es war ein Zugewinn, muss ich echt zugeben. Ich hatte das also bisher in dieser Fülle, viele wissen ja, dass ich ja so eine Excel-Liste gemacht habe, kann ich mal hier oben verlinken, was ich mir so wünsche von einer Frau hier. Fast alle Punkte hat sie erfüllt und ja, das war so, als ob man auf der gleichen Wellenlinie ist. Und ich habe auch festgestellt, dass sie sehr häuslich ist. Das macht ihr sehr viel Spaß, sich um das Haus zu kümmern, um das Essen sich zu kümmern. Dass also jeder so sein Part hat. Ich habe ja viel mit den Filmen zu tun, die Örtlichkeiten zu besuchen. Das war ein wichtiger Punkt. Da hat sie mich nämlich mal runtergeholt, auch weil ich ja immer so ein Flotter bin. Ich fahre dann zum Strand hin, mache für euch für mich die Filme. Und dann bin ich meistens weg. Hier hat sie gesagt, stopp Florenz, so jetzt legen wir uns hier mal 1,5 Stunden hin und dann genießen wir das. Und das haben wir dann auch gemacht und dann sind wir auch mehr schwimmen gewesen. Also was man normalerweise machen sollte. Und das war für mich dann auch angenehm, ja, so die Zeit mit ihr zu verbringen. Wie geht's weiter? Sie ist ja mittlerweile abgeflogen zu ihrem Heimatort. Da hat sie auch ein Geschäft, so wie man sagt, so ein Tante-Emma-Laden hat sie da. Da muss sie jetzt einiges klären, wie das da weiterläuft. Ihr Sohn soll das übernehmen oder hat das auch schon so halb übernehmen. Der bekommt also mehr Verantwortung jetzt. Und so in 4 Wochen wird sie nach hier kommen für immer. Da wird sie also so 3 Monate hier sein und dann wird sie mal wieder nach oben fliegen. Und ja, dann soll sie auch mal ihre Ruhe haben. Die habe ich dann auch hier. Und wir haben auch schon vorausgeplant, dass wir Ende des Jahres, wenn ich ja immer weggehe, wenn hier Regensaison ist im Dezember, dass wir zusammen hier mit der Fähre, Cem bleibt ja hier, entweder guckt meine Ex-Frau danach oder ein Freund nach Cem. Dann fahren wir mit der Sea Horse bis nach Rayong hoch. Die geht so abends um 5 Uhr, fährt die hier los und dann ist sie am anderen Morgen um 9 Uhr da. Und von da aus fahren wir noch einige 100 Kilometer durchs Land, bis wir bei ihr sind und da werden wir dann einen Monat verbringen. Ich hoffe, dass ich da für euch auch viele Filmaufnahmen machen kann. Und nach dieser Zeit dann werden wir den Weihnachten da verbringen und nicht drauf hören. Weihnachten verbringen und Neujahr, das ist ja hier bei den Thailändern ein ganz hohes Fest, Neujahr zu feiern. Und danach fahren wir nach Koh Chang. Komm runter, da komm, bei Fuß. Da soll er wenigstens die Kamera. Dann fahren wir nach Koh Chang, da werden wir dann noch einen Monat bleiben. Dann hoffe ich, dass also hier das Wetter besser geworden ist und dann kommen wir wieder zurück. Das sind also die weiten Planungen. Ich habe es ja auch darauf angesprochen, wie es denn ist mit dem Kaffeetisch, den ich also
früher immer mal gehabt habe hier, der nervt. Bei Fuß, komm, hol Frisbee, hol Frisbee. Ich hatte ja früher immer hier so einen Kaffee trinken auf Vorbestellung. Das wird sie auf jeden Fall gerne wieder aufnehmen und das dann also auch noch ein bisschen weiter ausbauen. Das soll in ihrer Verantwortung bleiben. Da ist er. Jetzt muss er nur nicht die Kamera umschmeißen. Das wird also dann wieder gemacht, ich schätze in 4 Wochen. Ja. Komm mal her. Erstmal Pause. So, jetzt ist er ein Frisbee-Wurf entfernt. Ja, der Kaffee trinken wird dann wieder in 4 Wochen, 5 Wochen aufgenommen. Ich nehme gerne Vorbestellungen schon an. Das wird sie dann auf jeden Fall machen. Sie kommt auch super mit meiner Nachbarin aus. Die zwei haben da oben auch schon einige Bierchen getrunken und haben dann also auch schon gesprochen, was sie denn alles machen wollen zusammen. Ich muss sagen, die Frau ist auf Augenhöhe. Sie hat einen sehr hohen Intellekt, muss ich sagen. Ja, sonst wäre sie auch nicht mit einem Professor zusammen gewesen. Und ich sehe dem ganz positiv da in die Zukunft mit ihr. Gefühle sind erweckt worden, muss ich sagen. Jetzt fragt der eine oder andere, ja, wie ist es denn mit dem Geld? Wie ich anfangs gesagt habe, sie ist eine Witwe, sie hat eine sehr gute Witwenrente von dem Professor, ist also finanziell unabhängig, das ist also kein Thema. Wir sehen positiv in die Zukunft. Mal schauen, wann sie in den Videos erscheint. Ja, da habe ich ja noch die Oma vergessen. Ja, jetzt sind so viele Gratulationen reingekommen zur Oma und ihr Geburtstag. Oma ist ganz gut drauf. Ich war anschließend noch ein paar Mal da, weil mit der Beleuchtung stimmte noch einiges nicht. Und auch mit der Verkabelung, die habe ich zurechtrücken müssen. Mittlerweile ist auch die rückwärtige Wand fertig gemacht worden mit dem Wellblech, damit es da nicht mehr reinregnet. Oma ist glücklich, sie hat immer jetzt ein strahlendes Gesicht, also das macht richtig Spaß mit ihr. So, möchtest du auch mal drauf? So, das ist derjenige, der immer hier so laut ist. So, jetzt werde ich noch mal ein bisschen mit ihm spielen, sonst dreht er ganz ab. Tschüss.